Hey, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus einem analogen Tacho einen voll digitalen Tacho machen könnt. Открой. У каких ворот? Открой. У каких? Unboxing. Ich teste hier einen Tacho, der 238 € gekostet hat. Manche Händler wollen über 600 und wir finden heute heraus, ob die sich unterscheiden. Der Tacho wurde aus Frankreich verschickt und war in unter einer Woche bei mir. Außer dem Tacho befindet sich nichts weiter in der Box, aber ihr habt ja jetzt mein Video zum Installieren. Auf der Rückseite befinden sich 3 Stecker, einer zum Verbinden mit dem alten Tacho, einer zum Verbinden mit dem Auto und ein USB-Port zum Anschließen einem USB-Stick zum Beispiel, um das Bootlogo zu ändern. Auf der Rückseite befindet sich dann noch ein HDMI-Anschluss, der kann zum Beispiel genutzt werden, um sein Android-Display anzuschließen. Installation. Als erstes habe ich die Batterie abgeklemmt. Dann muss diese Verkleidung hier abgezogen werden. Das Lenkrad muss in die unterste Position gefahren bzw. gestellt werden. Nun müssen diese T20 Torx-Schrauben gelöst werden. Der Tacho kann jetzt einfach rausgezogen werden. Auf der Rückseite befindet sich dann ein Stecker, dieser muss gelöst werden und der Tacho kann einfach seitlich rausgezogen werden. Auf der Rückseite befinden sich kleine Torx-Schrauben, diese müssen alle entfernt werden. Dann gibt es noch 4 Klipse, danach kann die Rückseite einfach abgenommen werden. Platine rausnehmen und umdrehen. Hier muss nun das Tachoglas entfernt werden und darunter befindet sich noch ein silberner Ring, dieser muss ebenfalls weg. Die Platine kommt nun auf die Rückseite vom neuen Tacho. Schon kann der Deckel wieder drauf und mit den Torx-Schrauben befestigt werden. Nun muss das Gehäuse des Steckers getauscht werden. Hier kommt das neue Gehäuse auf den alten Stecker und das alte Gehäuse auf den neuen Stecker. Stecker vom Auto jetzt in den schwarzen Stecker vom Tacho stecken und der andere kommt in die Rückseite vom Tacho. Tacho wieder einsetzen und mit den 2 Schrauben wieder befestigen. Zuletzt die Blende drauf und schon ist der Tacho eingebaut und startklar. Funktionen. Der Tacho bietet verschiedene Ansichten. Hier kann man frei wählen und diese teilweise auch individuell anpassen. Wer sich seinen Servicecode anzeigen lassen will oder wissen will, was für einen Reifendruck man hat, all diese Funktionen werden übernommen. Auch wenn man zum Beispiel die Bremsen wechseln möchte, dann gibt es die Funktion, die Bremsen zurückzustellen. Man kann sein Handy direkt mit dem Display verbinden und Android Auto, CarPlay, AirPlay etc. anzeigen lassen. Allerdings ist die Bedienung sehr schwierig, deshalb ist es eine Funktion, die ich auf jeden Fall nicht nutzen werde. Alternativ kann man sein Android-Display verbinden und kann dann quasi den Screen einfach spiegeln und hat dann die Bedienung einfach auf dem Display. In den Einstellungen kann man sehr viel ändern, sei es die Sprache oder zum Beispiel von Celsius auf Fahrenheit umstellen, Kilometer auf Meilen. Man kann die Anzeige farblich noch anpassen, man kann Animationen ändern, man hat die Möglichkeit, die Position des Tachobildes noch anzupassen. Man kann gewisse Sachen einblenden wie AdBlue etc., wenn man jetzt zum Beispiel einen Diesel hat. Also hier sind viele, viele Möglichkeiten versteckt. Logo wechseln. Hier hatte ich das Problem, dass mir mein Händler eine völlig falsche und unvollständige Anleitung zugeschickt hat. Da die Tachos aber baugleich sind, habe ich dann von einem anderen Hersteller ein Video gesehen und durch jemand, liebe Grüße an Sven, eine Datei bekommen, womit ich das Logo dann auf dem Mercedes-Stern und Mercedes-Benz umändern konnte. Einen Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Mein Fazit.
Negativ ist auf jeden Fall, dass das Display sehr stark spiegelt. Bis jetzt konnte ich immer alles ablesen, aber optimal ist es auf jeden Fall nicht. Vielleicht kann man da mit einer matten Folie Abhilfe schaffen, habe ich bis jetzt aber noch nicht installiert. Die Übersetzung ist teilweise, naja, man versteht, was damit gemeint ist, aber nicht perfekt auf jeden Fall. Manche Symbole und die Aufmachung von gewissen Fenstern ist optisch jetzt nicht so ansprechend, merkt also auf jeden Fall an manchen Stellen, dass es kein OEM-Display ist, wie jetzt im Facelift, wo es das ja schon gibt. Zum Beispiel wird auch bei der Distronic ein anderes Automodell angezeigt, was vor einem fährt. Finde ich jetzt alles nicht so optimal. Letzter Kritikpunkt bis hierhin ist auf jeden Fall, über der Blende ist jetzt ein leichter Spalt. Ich sehe ihn nicht, weil mein Lenkrad in der passenden Position ist, dass es genau davor ist. Den einen oder anderen könnte es aber stören. Weiß ich nicht, ob das bei anderen Anbietern besser ist. Aber auch da kann ich für das Geld drüber hinwegsehen. Würdet ihr den Tacho kaufen oder doch lieber einen anderen Anbieter wählen? Manche haben noch andere Designs, allerdings ist das für mich auf jeden Fall kein Grund, 600 € dafür auszugeben. Liked gern das Video und hinterlasst gern einen Kommentar.